Hallo, Hertha. Du bist im Fernsehen. Heute geht es ums Thema Lymphödem bei Fingern oder geschwollene Finger. Und da möchte ich euch zeigen, was man da dagegen tun kann. Wichtig ist vorab, dass man Handschuhe anzieht. Handschuhe gibt es in verschiedenen Größen, haben neben dem hygienischen Aspekt auch den Vorteil, dass man keine Fingerabdrücke hinterlässt. Es ist in Zeiten wie diesen kein Nachteil, sich und andere zu schützen. Man nimmt eine 4 cm breite elastische Binde. Man fängt hier im Handgelenk an zu wickeln und so fixiert man diesen Teil dann zu dem Daumen nach vor. Heute ist der Kameramann nicht aufmerksam, nicht? Kriegt gerade eine SMS. Dann wieder übers Handgelenk. Man kreuzt am Handrücken, der nächste Finger. Ganz locker aufwickeln. Es empfiehlt sich, Eheringe vorher zu entfernen. Mittelfinger. Wenn jemand so entspannt ist wie die Hertha, ist es natürlich schwieriger, da die Compliance nicht so gut ist. Aber wir schaffen das, gell, Hertha? So geht man einen Finger nach dem anderen durch. Ganz locker anwickeln, meistens mit 2 Touren. Man kreuzt wieder am Handrücken, geht wieder zum Handgelenk und nicht vergessen den kleinen Finger. Wichtig ist auch, wenn Sie den Fuß bandagiert, wenn ihr die Zehen bandagieren wollt, lasst man immer die kleine Zehe frei, weil die kann man da nicht. Jetzt habe ich die Schere vergessen, aber der Assistent. Danke sehr. Vielleicht raus die Hand, dass man es besser sieht. Jetzt oder was? Jetzt ist es spät. Dann fixiert man das, wenn der Kameramann nicht bei WhatsApp geschaut hätte, hätte man das früher gesagt, nicht? Dass man das nicht sieht. Aber man sieht hier es kreuzt alles. Wichtig ist auch, dass die Handinnenfläche frei ist, damit man noch was greifen kann. Und falls der Kameramann Geschirr abwaschen möchte, kann er auch hier feuchte Gläser halten. Ja, soll ich das jetzt nochmal machen? Yeah! Damit man das sieht. Aber die heute ist nicht ruhig. Na, wie soll denn das halten da? Ich bin's auch. Da kann ich es ja nicht. Und wenn mir der Kameramann nicht erinnert hat, okay, schon, aber zu spät, machen wir das jetzt nochmal, aber von vorne. Viel Spaß. Also man braucht eine 4 cm breite elastische Binde, fängt beim Handgelenk an, man fixiert mit einer Tour den Anfang und dann geht man einen Finger nach den anderen durch, fängt beim Daumen an, wieder übers Handgelenk, nächster Finger, meistens reichen 2 Touren, man legt das ganz locker an, weil durch die Bewegung der Finger wird dann auch das Ödem in den Fingern entstaut.
Wenn man dann begleitend eine Kurzdruckbandage anlegt, fängt man hier in der Mitte an, aber für die Finger reicht diese elastische weiße Binde. Man nimmt dann noch den kleinen Finger mit. Wenn man die Zehen, wenn es Ödeme gibt an den Zehen, lasst man den kleinen Zeh aus, der wird nicht mitgewickelt. Dann hört man wieder beim Handrücken auf, schneidet das ab. Und fixiert dann diese Tour. So schaut das von hinten aus, so von vorne. Wichtig ist, dass die Handfläche frei bleibt, damit man noch was greifen kann. Wenn man mit einer Kurzdruckbandage dann wickelt, fängt man, wenn man hier Falten sieht, fängt man hier mit der Falte an, damit die Finger nach wie vor beweglich bleiben. Auch hier wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und jetzt abonnieren.